zusammen, herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer KW-Fahrwerk einstellen könnt. In meinem Fall, ich habe mir jetzt für mein M2 Competition ein KW Clubsport V3 besorgt. Und wir befinden uns jetzt hier gerade an der Hinterachse. Und wenn ihr die Höhe des Fahrwerks verändern möchtet, dann müsst ihr die Radhausschale an diesen entsprechenden Punkten, die ich jetzt hier gerade zeige, hinten an der Hinterachse eben von den Schrauben befreien und dann die Radhausschale entnehmen. Problem ist, dass das Werkzeug relativ lang ist und der Dämpfer relativ nah am Fahrzeuginnenraum sitzt und ihr dann keinen Spielraum habt, um sozusagen die Höhe zu verstellen. Deswegen jetzt hier diese ganzen Stellen, die ich jetzt zeige, da sind überall Schrauben beziehungsweise teilweise auch Stifte. Die müsst ihr entfernen beziehungsweise die Schrauben lösen. Und wenn ihr das dann alles entfernt und gelöst habt, dann könnt ihr diese Radhausschale einfach entnehmen und habt dann mehr Platz, um mit dem Einstellwerkzeug die Höhe des Fahrwerks zu variieren. Jetzt haben wir also die Radhausinnenschale entfernt und jetzt ist hier noch so eine kleine Plastikabdeckung, in der sich ein Sensor befindet, beziehungsweise ein Kabel von einem Sensor. Die Klappe könnt ihr aufmachen und dann könnt ihr den einfach, da ist so eine lange Metallschraube, auf dem dieser kleine Plastikkasten sitzt, dann könnt ihr den abziehen und irgendwo an der Seite verstauen oder eben zur Seite legen. Hier sieht man auch so eine kleine Nase, mit der wird das Ganze dann nachher unter diese Schraube eingesteckt, damit das ein bisschen hält. Wie gesagt, den jetzt einfach zur Seite legen, damit ihr da mehr Platz habt, um mit dem Werkzeug entsprechend die Höhe zu variieren. Und jetzt gehen wir hierher mit dem Werkzeug, setzen das oben auf den Verstellteller auf und haben dann so circa, ja, ich sag mal 60 Grad, indem wir das Werkzeug bewegen können. Ihr seht schon hier, das ist immer relativ eng da, auch mit dem Kabel, da muss man da ein bisschen aufpassen, dass ihr das Kabel noch ein bisschen zur Seite nehmt, so wie ich das jetzt hier mache, so dass ihr da nicht die ganze Zeit an das Kabel rankommt und dann könnt ihr den Federteller einfach entsprechend in der Höhe variieren, so wie ihr das braucht. Am besten vorher eine Markierung machen, die ihr sozusagen dann nachher auch sehen könnt, sodass ihr immer wisst, wann ihr eine gesamte Umdrehung den Federteller verstellt habt. So ist es später einfacher mitzuzählen, wie viele Umdrehungen ihr sozusagen den Federteller verstellt habt. Ich habe das auch gemacht. Das seht ihr jetzt hier. Ich blende das jetzt einmal kurz ein. Da habe ich mir so einen kleinen schwarzen Punkt gemacht. Einfach um zu wissen, okay, jetzt habe ich eine Umdrehung, jetzt habe ich zwei Umdrehungen, damit ich das auf beiden Seiten dann nachher eben gleich stark absenken kann. Hier sieht man das auch nochmal, die Markierung, damit man weiß, wie weit man das abgesenkt hat. Dann haben wir hier oben die Verstellung für sozusagen eure Zugdruckstufe. Diese Schraube nicht lösen, das ist sozusagen die Einfüllschraube für das Öl, was sich im Ausgleichsbehälter befindet, das heißt da nichts machen. Und hier am unteren Teil des Ausgleichsbehälters können wir auch nochmal sozusagen Low Speed und High Speed einstellen. Das ist also alles separat voneinander regelbar. Das ist eben so eine Eigenheit von der V3-Variante. Wichtig ist, dass ihr beim Einstellen immer einmal komplett auf hart dreht und dann eben schrittweise sozusagen zurück auf weich. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer beachtet. So sieht dann einfach der Radhaus-Innenkasten aus, ohne die Radhausschale. Und wie gesagt, ist eben nötig, um den Federteller in der Höhe zu verstellen. Jetzt das Ganze wieder in rückwärtiger Reihenfolge einbauen, das heißt also die Radhausschale wieder einsetzen, an den Stellen, wo Stifte waren, die Stifte wieder einsetzen und an den Stellen, wo eben Schrauben waren, einfach die Schrauben wieder montieren. Am besten hier auch die Schrauben nicht gleich komplett festziehen, sondern überall die Schrauben erstmal grob aufdrehen, das Ganze nochmal ein bisschen nachjustieren, damit das auch überall ordentlich sitzt. Und dann erst die Schrauben festziehen, dann habt ihr es am einfachsten und am unkompliziertesten. Und ihr könnt euch auch sicher sein, dass alle Schrauben wirklich in die Löcher passen. Nicht, dass ihr anfangt, Schrauben festzuziehen und nachher ist irgendwo, aufgrund dessen, dass es nicht komplett richtig ausgerichtet war, vielleicht eine Schraube nicht mehr möglich einzudrehen. Deswegen erstmal alle ansetzen, leicht andrehen und dann am Ende alles festziehen. Jetzt zeige ich euch das einmal exemplarisch. Also hier in dem Fall brauchen wir eine 8er Nuss. Und dann nehmen wir einfach die Schraube, die eben vorher auch an der Stelle war, und montieren sozusagen die Radhausinnenschale wieder mit der Karosserie oder verbinden die Radhausinnenschale wieder mit der Karosserie des Fahrzeugs. Ich lasse das jetzt ein bisschen schneller laufen. Das Prinzip ist ja klar.
Interessant ist noch zu sagen bei dem V3-Fahrwerk, ihr könnt auch den Sturz verstellen. Das mache ich jetzt in diesem Video nicht. Hier geht es wie gesagt nur um die Justierung der Höhe und eben Zugdruckstufe, sowohl Low als auch High Speed. An der Vorder- und an der Hinterachse. Ich werde dann irgendwann noch ein separates Video machen, wo ich euch zeige, wie ihr den Sturz verstellen könnt und wo ich auch nochmal im Groben zeige, wie die Federbeinhöhenverstellung ist an der Vorderachse, wobei sie im Prinzip identisch ist zu der Hinterachse, jedoch mit dem Unterschied, ihr müsst dort den Rathauskasten nicht ausbauen, denn da ist genug Platz um das Federbein herum, um die Verstellung der Höhe einfach so vorzunehmen. Hier jetzt wie gesagt nochmal ganz kurz die einzelnen Schraubenpositionen, aber ich denke, wenn ihr dann nachher euer Rad abgeschraubt habt und das im Rathauskasten seht, ist das eigentlich selbsterklärend. Jetzt geht es also an die Verstellung. Das heißt, hier haben wir jetzt eben die Zugdruckstufenverstellung hier oben am Federbein. Wie gesagt, wichtig ist immer einmal komplett zudrehen, das steht auch in der Anleitung von KW. Und wenn ihr sozusagen einmal komplett auf zu, also auf maximal hart gedreht habt, dann dreht ihr wieder in Richtung offen, also weich, anhand dessen, wie ihr es eben haben wollt. Also das ist ja dann, KW gibt da ja auch sozusagen so einen kleinen Hinweis. Für normale Nutzung auf der Straße oder Rennstreckennutzung gibt es ja unterschiedliche Einstellungen. Ich habe jetzt den Standard von der Rennstrecke genommen, ein bisschen weicher eingestellt. Und, aber wie gesagt, das muss man dann ja nach Befindlichkeit machen. Letzten Endes startet man halt einmal mit einem Wert und muss sich dann langsam rantasten. Was wird besser, was wird schlechter. Hier unten auch nochmal haben wir jetzt eben die Einstellung Low Speed und High Speed. Und hier genau das gleiche Prinzip, einmal zudrehen und dann eben, wie jetzt hier zu sehen, einmal wieder langsam aufdrehen auf die Einstellung, die ihr haben wollt. Gleiche jetzt eben auch für die High-Speed-Einstellung. Der pinke war sozusagen Low Speed, der goldene ist High Speed. Auch einmal komplett zudrehen, ihr hört das auch immer knacken. Nicht überdrehen, das ist auch ganz wichtig. Also wenn es fest ist, nicht weiter drehen, das ist ein sensibles Einstellrad. Und wenn ihr es dann festgedreht habt, dann eben wieder die Klicks zurückdrehen, also wieder auf weich drehen, so wie ihr es eben haben wollt. Und ja, je nach Nutzungsbereich einfach an dem orientieren, was KW da sozusagen schon in der Anleitung vorgibt. Ich habe, wie gesagt, jetzt Rennstrecken-Setup gewählt, ein bisschen leichter, also ein bisschen weicher eingestellt. Das muss man dann aber einfach individuell austesten. Jetzt sind wir an der Vorderachse und hier sehen wir schon die Federbeinverstellung. Hier ist viel mehr Platz, deswegen muss man hier auch die Rathausschale nicht entnehmen. Hier oben haben wir den einstellbaren Teller, also beziehungsweise den Federbeinkopf, wo man auch den Sturz verstellen kann. Und hier unten haben wir dann auch nochmal die Einstellung für Low Speed und High Speed. Hier ist es genauso wie an der Hinterachse auch. Low Speed, also dieser pinke Knopf, ist sozusagen die Einstellung für die langsamen Bodenwellen. Und der goldene Knopf ist die Einstellung für die schnellen Bodenwellen, also für Hochgeschwindigkeit, kurze Schläge. Und hier auch wieder das gleiche Prinzip. Erst einmal zudrehen und dann eben wieder langsam aufdrehen auf die Einstellung, die ihr haben wollt. An diesen Einstellrädern ist das auch sehr schön fühlbar, also ihr habt ein haptisches Feedback und ihr habt auch dieses optische Feedback des Klickens. Das ist also sehr schön gelöst. Hier oben an der Vorderachse, da müsst ihr die Verblendung oder sage ich mal den Schutz von eurem Dom, den müsst ihr entfernen. Wir sehen jetzt hier verschiedene Plastikstifte, die müssen wir entnehmen. Und wenn wir die entnommen haben, dann können wir diese Verblendung einmal nach oben klappen. Hier ist auch nochmal eine Schraube bzw. so ein kleiner Stift versteckt, den müsst ihr dann auch entfernen. Und wenn ihr die alle gelöst habt, das sind insgesamt 4 Stück, 3 oben und dieser eine an der Seite, dann könnt ihr diese Verblendung einfach nach oben wegklappen und habt sozusagen freies Blickfeld auf euren Dom mit der Zugstufenverstellung. Hier ist es jetzt von der Haptik nicht so schön, da ist es sehr schwammig, finde ich, vom Feedback. Da muss man also wirklich ganz genau hinfühlen und hinhören, auf welcher Stufe man ist. Und auch hier wieder ganz vorsichtig, nicht überdrehen. Wenn fest ist fest, nicht weiter drehen. Und gleiches Prinzip auch wieder, einmal komplett zu und dann eben langsam in einzelnen Schritten wieder weich drehen. Genau, und dann, wenn ihr das eben auf der entsprechenden Einstellung habt, hier jetzt eben wieder langsam schrittweise auf weich drehen, dann könnt ihr den Einstellstift einfach wieder nehmen. Hier seht ihr jetzt auch schon, dass da eben die Sturzverstellung möglich ist, da wir hier so einen wie soll ich sagen, Schiebebereich haben, in dem wir das variieren können. So, das waren jetzt also Informationen zur Einstellung. Jetzt noch ein paar Details anhand des Dämpfers an der Vorderachse.
Hier im vorderen Bereich oder beziehungsweise im oberen Bereich sehen wir also die Variationsmöglichkeit des Sturzes der Vorderachse und eben die Verstellung zu Druckstufe Härte. Und im unteren Bereich des Dämpfers haben wir also den Ausgleichsbehälter und an dem befindet sich dann die Einstellung, wo man separat festlegen kann, wie ist die Feder-Response oder wie ist die Rückmeldung des Dämpfers in Bezug auf kurze bzw. lange Bodenwellen. Ja, das könnt ihr also separat einstellen und ist, wie ich finde, auch sehr, sehr wichtig. Hier jetzt nochmal ein kurzer Blick auf das, was im Fahrwerkspaket enthalten ist. Ihr habt also sozusagen die beiden Federbeine mit der Einstellmöglichkeit auch des Sturzes an der Vorderachse und die beiden Federbeine für die Hinterachse plus das Werkzeugset und eben Teilegutachten. Eingetragen bekommt ihr das ganz einfach beim TÜV-Vorfahren. Das Ding muss halt richtig eingestellt sein und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!